Ja, Leute, was habe ich vor? Ich werde heute mal den Nachtzug als RegioJet nehmen. Und zwar RegioJet, ein Anbieter hier aus Tschechien. Die fahren auch Tagverbindungen viel, die fahren auch viel Busverbindungen. Und die haben aber auch eine Nachtverbindung zum Beispiel nach Przemyśl. Przemyśl, das ist eine Stadt, ich hoffe, ich spreche das richtig aus, in Polen. Die liegt relativ weit östlich in Polen, nahe der ukrainischen Grenze. Und da werde ich heute mit dem Nachtzug hinfahren. Und ich werde euch nachher ein bisschen mehr noch im Zug dann sicherlich über RegioJet erzählen. Aber dann habt ihr jetzt schon mal einen Plan und wisst, wo es also hingeht. Es ist noch viel Zeit. Ich gehe jetzt gemütlich was essen. Und dann schaue ich mir noch ein bisschen den Bahnhof an und dann werden wir nachher den Zug sehen und dann geht's los. Ich würde mich freuen, wenn ihr wieder ein Abo da lasst für den Kanal. Sehr gerne. Lasst ein Like da für das Video, kommentiert, den Daumen nach oben und die Glocke an und so weiter. Und ich wünsche euch dann jetzt viel Spaß. Ja, dann nochmal schönen guten Abend. Herzlich willkommen hier in Prag nochmal. Start Nachtzugabenteuer mit RegioJet, mit dem 1023 RegioJet nach Przemyśl in Polen. Der geht in circa einer Stunde, nee, nicht ganz, in einer Dreiviertelstunde geht er los. Ich war gerade unten im Bahnhof. Hier gibt es eine Lounge für RegioJet, wo man eine Stunde vorher rein kann. Oder war es mir dann doch gerade zu voll? Und dann genieße ich doch lieber hier diese wunderbare Abendstimmung am Bahnhof. Und ja, erzähle euch ganz kurz nochmal. Also wie gesagt, es geht jetzt um 21:47 los. 46, 47. Und morgen früh um, ich glaube, 8 Uhr, gegen 8, 37 rum sind wir da. Das erzähle ich euch immer noch ganz genau. Und ja, dann schauen wir mal, wie das wird. Wie gesagt, viel Spaß jetzt. Und dann sprechen wir uns vielleicht nochmal später im Zug. Tschüss.
tomto spoji. Spolu s mými kolegy se budeme starat o vaše pohodlí a bezpečí po celou dobu jízdy. Náš vlak postupně zastaví ve stanici Pardubice, hlavně nádraží Olomouc, hlavně nádraží Ostrava, Svinov, Ostrava, hlavně nádraží Čechovice, Krakov, Glouny, Řešov, Glouny a Přerušev, které je konečnou stanice našeho. So, hi, dann nochmal guten Abend hier aus dem Zug. Ich muss mich so ein bisschen hier nach vorne setzen. Die Lampe ist oben an und wenn ich mich zurückbeuge, sitze ich im Schatten, aber so geht's, glaube ich, so seht ihr mich ganz gut. Ja, also ich sitze jetzt hier im Zug. Wir sind relativ pünktlich, 5 Minuten zu spät wohl abgefahren. Und ich sitze jetzt hier in meinem Abteil, das ist im Wagen 6. Ich habe das Abteil mit den Betten 41, 43 und 44, 45, glaube ich, oder 42, so ungefähr. Ja, erstmal, die Wagen sind halt altes Material. Das ist altes Liegewagenmaterial aus der ÖBB-Zeit. Ich muss ein bisschen mitschwenken, wir fahren eine Kurve. Und also an sich sehen die Wagen richtig gut noch aus, aber sie sind halt schon älter. Und ja, ich schaue mir das mal an. Mach's mir jetzt erstmal gemütlich. Ich habe mir gleich mal ein Bier aufgemacht, damit ich jetzt hier gemütlich erstmal ankomme. Und es ist nicht wie im Schlafwagen. Man muss hier sein Bett dann nachher selber machen. Seht ihr dann auch. Jetzt liegt das Bettzeug rum. Na, schauen wir mal, wie es wird. Ich werde mich nochmal melden und ihr seht Bilder und wir fahren jetzt hier erstmal durch die Gegend. Also bis später. So, hier nochmal aktuelle Meldung aus dem etwas dunklen. Ich lege mich so ein bisschen ins Licht.
Nachtzug. Gerade eben kam der wirklich sehr, sehr freundliche Nachtzugschaffner hier vorbei. Und ja, das hatte ich so gar nicht gesehen in dem Heftchen. Hier gibt's tatsächlich einen leckeren Salat. Der hat mir gerade hier so Holzbesteck und so einen verpackten Salat mitgebracht. Das ist irgendwie mit Chicken und aber weiß ich auch nicht, Reis ist es nicht, irgendwie so ein Naturkörns-Zeugs. Aber auf jeden Fall ein Salat, den gab's hier gratis gerade dazu. Dazu eine Flasche Wasser, die habe ich bekommen. Die steht jetzt hier irgendwo in der Ecke und 2 Flaschen Wasser waren noch drin. Und morgen früh gibt's Croissant tatsächlich. Das hat er schon angekündigt. Also ich bin erstmal versorgt. Ich habe ein Bierchen hier, das seht ihr hier gerade. Das trinke ich gerade noch gemütlich. Ich habe für euch auch schon mal hier dieses Magazin dann durchgeblättert und das gucken wir uns dann natürlich im Film an. Ja, bisher bin ich hier echt zufrieden. Jetzt gucken wir mal, ich muss mein Bett, wie gesagt, noch beziehen. Aber da bin ich jetzt entspannt. Jetzt genieße ich erstmal die Fahrt hier schön. Macht's gut. So, ihr Lieben, jetzt habe ich ein bisschen mehr Licht angemacht und ich hoffe, ihr seht mich jetzt gut. Also, ich bin jetzt dabei hier und ihr seid mit live dabei, mein Bett zu machen. Wie gesagt, das Ganze hier ist kein richtiger Schlafwagen, so wie man es, oder wie ich es kenne, wo man dann halt reingeht und alles ist fertig gemacht, sondern hier muss man tatsächlich sein Bett selbst beziehen. Man kriegt hier so eine Tüte und da ist dann Bettzeug drin. Und ich habe euch ja schon gezeigt, ich habe auch hier jetzt das eine Bett umgeklappt von sozusagen Sitzkonfiguration in Schlafkonfiguration. Ich werde euch also dann hier unten das schöne Bett legen können nachher. Ich habe den Salat gegessen, den es hier gab. Das gab es als Goodie. Wenn man einsteigt, gibt es im Prinzip, man kann aus 4 Optionen irgendwas sich aussuchen. Also ein Refreshment, Salat oder ein Croissant gefüllt oder so. Das ist immer, wenn man einsteigt, hier sowieso schon drin. Frühstück hat er auch abgefragt. Morgen früh gibt's auch Croissant. Ein Kaffee ist drin wohl. Ja, und ansonsten habe ich es mir jetzt echt gemütlich gemacht. Trinke mein Bierchen und genieße den Abend. Und nachher werden wir noch eine Toilettentour machen. Und ja, das war es erstmal jetzt für den Moment. Also bis dahin. Tschüss.
Ja, liebe Leute, guten Morgen hier aus dem RegioJet 1023. Ich grüße euch. 6:30 Uhr ist es knapp, ein bisschen davor. Wir fahren noch knapp eine Stunde, ein bisschen Verspätung hat der Zug. 7:38 Uhr soll er da sein. Ich habe geschlafen, wie es so möglich war. 0:30 Uhr ungefähr bin ich eingeschlafen dann. Die Matratze ist ein bisschen hart leider, da musste ich mich echt einlegen. Ansonsten hat das Abteil richtig viel Platz. Das Einzige, was mich so ein bisschen stört, es gab hier tatsächlich so Disco, wenn wir nachts durch irgendwelche Bereiche gefahren sind, wo Licht war. Dann geht hier ein Disco-Licht, dann geht's hier wirklich so durch diese Vorhänge, die man bloß hat. Das verdunkelt halt nicht so richtig. Ja, war da ein bisschen helle. Ansonsten hat der liebe Schaffner mir direkt schon jetzt meinen Kaffee gebracht. Den gibt's jetzt direkt. Und dazu gab's ein Croissant. Ein Croissant mit Marmelade dazu. Lasse ich mir jetzt schmecken. Ich wünsche euch viel Spaß weiterhin. Denkt dran, abonnieren, liken, Kommentare da lassen. Und ich freue mich immer wieder, wenn ihr schaut. Und ja, genießt jetzt die letzte Stunde, bis wir dann da sind. Also macht's gut. Ja, liebe Leute, nochmal einen schönen Gruß hier aus dem Nachtzug. Wie gesagt, ich fahre jetzt hier in einem Liegewagen und da habe ich 2 Pro-Tipps für euch, falls ihr mal wirklich auch hier in dem RegioJet Nachtzug Liegewagen oder es ist ein Schlafwagenabteil, sagen sie offiziell, aber es ist halt ein alter Liegewagen. Kleiner Pro-Tipp von mir, ihr könnt mir gerne auch in die Kommentare schreiben, wenn ihr gute Tipps habt. Der erste Tipp, nehmt euch Schlappen mit. Schlappen sind das A und O. Hier gibt es keine Schlappen im Angebot. Manchmal hat man das in den tschechischen Zügen, Nachtzügen, da gibt es manchmal noch Schlappen dazu. Und zweiter Pro-Tipp, Feuchttücher. Feuchttücher sind die Dusche des kleinen Mannes. Das sind meine 2 Pro-Tipps. Wenn ihr welche habt, schreibt die in die Kommentare gerne rein. Was braucht man am Nachtzug unbedingt? Was darf man nicht vergessen? Was rettet hier die Fahrt? Schreibt es mir gerne in die Kommentare, würde mich freuen. Ansonsten viel Spaß weiterhin beim Video. Ja, bis dahin, tschüss. Ja, hallo nochmal hier aus dem RegioJet 1023. Ich bin so kurz vor dem Ziel, Viertelstunde noch, 20 Minuten noch. Und ja, es ist Zeit, ein kurzes Fazit mal zu ziehen. Insgesamt ist der Zug 9 Stunden 51 unterwegs, planmäßig. Ich finde, er hat gute Abfahrtzeiten, also Viertel vor 10
ist okay, dann kann man gut ins Bett gehen. Ankommen hier um 7:30 Uhr finde ich dann auch okay. Das Abteil, wie gesagt, das sind alte Liegewagen hier und dementsprechend sind die ausgestattet und dementsprechend sind die auch schon ein bisschen älter. Das heißt, man muss mit ein, zwei Komforteinbußen rechnen. Aber an sich ist das völlig in Ordnung. Also richtig gemütliches Abteil hier. Wenn ihr mein Video gesehen habt zum Zemplin, Rychlik Zemplin durch die Slowakei, das könnt ihr gerne auch hier auf dem Kanal gucken. Das waren ja auch so alte Wagen und die waren auch so gemütlich, fand ich. Der Unterschied hier ist zu den Liegewagen hier. Die sind natürlich vom Abteil geräumiger, weil die sind eigentlich für 4 Leute gedacht. Ich habe das Abteil allein gebucht und ja, es gibt wie gesagt eine Begrüßungsgimmick, so was zu essen oder was zu trinken kann man sich dann aussuchen. Es gibt Frühstück hier. Ich hatte jetzt ein Croissant, einen Kaffee bekommen. Bett muss man sich selber beziehen. Das ist so ein bisschen Klassenfahrt-Feeling, aber völlig in Ordnung. Geschlafen habe ich nicht ganz so gut, weil es einfach sehr, sehr hart ist, die Matratze. Aber auch das, ich habe mich nachher eingelegen, also es geht. Ja, im Großen und Ganzen ist es eine schöne Zugfahrt hier gewesen. Ich kann eigentlich den Zug empfehlen, macht das mal mit. Jetzt fahre ich noch, wie gesagt, die restlichen 20 Minuten. Achso, Preis. Ich habe 61,20 €, glaube ich, bezahlt für das Ticket hier, das Einzelapartment. Ja, soweit das Fazit. Wenn es euch gefallen hat, das Video wie immer, ne, Like da lassen, abonnieren den Kanal und Glöckchen an und so weiter. Und dann sehen wir uns hoffentlich zu weiteren schönen Videos hier auf meinem Kanal. Ja, das war's erstmal von mir. Macht's gut. Tschüss. Dámy a pánové, vítejte u převršili náš vláčané dlouho zastavit stanici Přemysl do Volny, které konečně stají 16. spoje. Doufáme, že se vám naše společná cesta líbila. Vážení cestující, zkontrolujte si prosím, zda máte všechny své osobní věci a zavazadla, aby jsme předešli případným ztrátám. Na závěr mi dovolte poděkovat se leteční palubní posádce za jejich skvělou práci.
So, liebe Mitreisende, Abschiedsworte. Hier angekommen in Przemyśl. Und ja, der RegioJet hat uns heile hergebracht. War eine tolle Fahrt. Ich wünsche euch alles Gute und freue mich, wenn ihr das nächste Mal wieder einschaltet hier auf dem Kanal. Bis dahin, macht's gut. Tschüss.